scheiden sich die Geister. Nimmst du schon auf, oder? Hallo, ich bin der Manfred, bin 56 und komme aus Trofeiach. Ja, es gibt, glaube ich, schätzumativ Trofeiach, Umgebung, sicher 20, 30 Berchtengruppen. Auch hier rennen die Berchten oft durch, am Weihnachtsmarkt. Angefangen hat es ja damit, dass die Bauern sich da irgendwelche Masken geschnitzt haben, dass sie irgendwelche Geister vertreiben oder den Winter vertreiben. Das wird jetzt aufgegriffen und halt weiterentwickelt in einer gewissen Form. Und dann landet man halt eben bei sowas wie am Eisprinzen oder irgendwas, was nur eine entfernte Ähnlichkeit mit dem Berchten hat. Zu meiner Zeit gab es eigentlich noch keine Berchten, beziehungsweise nicht in unserer Region, in der Steiermark. Bei uns ist noch der Krampus gekommen. Die jungen Männer hatten damals noch Jogginghosen an, die selbst Fell draufgenäht haben, und der Krampus ist mit einer Gummimaske gekommen. Das war für mich der Krampus damals. Man muss sich bei Veranstaltungen anmelden, die müssen einen akzeptieren. Es gibt Gruppen, die zum Beispiel nur einheitliche Masken akzeptieren. Also da müssen alle gleich ausschauen. Und das gibt es bei mir nicht. Bei mir schauen die Masken alle verschieden aus, die Kostüme verschieden. Weil der Manfred hat irgendwie eine künstlerische Ader. Also ich glaube, dass wir eher die Figuren als Kunst wirklich repräsentieren. Also dass bei uns jede Figur irgendwie ein Kunstwerk ist. Weil gerade die Fälle und dass man dann auch, dass ich wieder auf den Eiskönig zurückkomme, dass man dann wieder solche neuen Kreationen drinnen hat. Also ich sehe das schon als Kunst in unserer Gruppe. Und das ist, glaube ich, bei uns das primäre Ziel. Wenn ich die Laufstrecke kenne, weiß ich ungefähr, wo ich achten muss, damit ich nicht herfalle, die Maske runterfällt oder sonst irgendwas Schlimmeres passieren könnte. Solange ihr die Gitter stehen lasst, ist mir wurscht. Aber ich will keine Verletzten haben, bitte. Also das ist jetzt leider mein letzter Lauf da, aber das... Ein Arbeitskollege hat mir gerade vorige Woche erzählt, der war bei einem Berchtenlauf und der hat irgendwie mit den Berchten zum Streiten angefangen. Und es hat damit geendet, dass er den Bercht bei den Hörnern gepackt hat und er hat ihm ein Horn ausgerissen. Also da sieht man schon, dass das sehr schnell hochschaukeln kann. Weil wenn das Horn nicht abreißt, dann kann sich der ziemlich schwer verletzen, weil ja der ganze Kopf in dieser Maske drinnen hängt. So und agieren ein bisschen mit dem Publikum. Ich finde es cool, dass der Lauf nicht ganz schnürlgerad ist, sondern immer nur zickzack, ein bisschen kleiner Krampus. Ich bin ja kein Krampus oder kein Bercht, ich bin ja der Teufel. Und der Teufel schlägt ja nicht. Krampus kommt mit der Route. Ich bin ab und zu gerannt mit Route, ab und zu ohne. Wenn ich ohne Route renne, will jedes Kind mit mir einklatschen beim Lauf. Gestern bin ich mit Route gelaufen. Es waren 2 Kinder, die einklatschen wollten. Wir wussten als Kinder, dass eine Person dahinter steckt, aber wenn ich jetzt zurückdenke, der ganze Krawall, die Glocken und die Droherei mit der Route ist für ein Kind schon angsteinflößend. Ich habe Angst davor gehabt. Obwohl wir früher als Kinder mutiger waren. Mit Krampus, Besenstiel und so weiter. Das haben wir schon alles gemacht, ja. Mein Bruder hat einen Berchtenverein, aber trotzdem, sobald da die Masken drauf sind, hat man irgendwie ein ungutes Gefühl. Also ich weiß auch heute, wer da ist, und trotzdem habe ich ein ungutes Gefühl. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Die Kinder wissen, warum sie Angst haben müssen eigentlich. Also brav bleiben und dann ja. 10 bis 16 hatte ich wortwörtlich panische Angst. Ich hatte Zeiten, wo ich mich nicht mal zu einem Lauf getraut habe, aber dennoch hingegangen bin, um eben einfach den Brauchtum beizubehalten. Unser Brauchtum, das gehört zu Österreich dazu und das muss man einfach machen. Als junger Österreicher, finde ich halt. Ja, es gehört zum Brauchtum, zum Winterbrauch dazu. Brauchtum aufrechterhalten, dass die Kinder Freude haben und dass wir uns präsentieren können bei den Zuschauern. Brauchtum. Das ist... In Kärnten wird der Brauchtum gelebt. Wir leben in voller Gas. Und wir leben Brauchtum. Wie machst du das dann, wenn du läufst? Also erschreckst du Kinder oder Erwachsene? Nein, nur Erwachsene. Die Salbernteufel!
Gestern war ein Perchtenlauf, da werden die Perchten von den Zuschauern getrennt durch Gitter. Und heute, es ist eher so ein Krampuskränzchen. Es ist eher was Kleines als ein privater Lauf, also auf einem Adventmarkt zwischen dem Publikum sozusagen. Ohne Absperrung, ohne irgendwas, einfach nur herumlaufen. Der Markt unserer besteht jetzt seit 12 Jahren und ich selbst habe ihn eigentlich über seit 2017. Mein Gatte hat den eigentlich in die Welt gesetzt. Ist leider 2017 verstorben und ich habe dann in seinem Namen das weitergemacht. Ich stehe für den Freizeitanlage Kindergarten und verkaufe für den guten Zweck für die Kinder. Es ist schön, irgendwie da zu stehen. Es ist trotzdem viel Zeitaufwand, den man aufwenden muss, weil am Sonntag ist ja großteils Familientag. Meine Kinder sind teilweise da. Sie wollen heute unbedingt den Krampus sehen. Aber heute ist es rein eigentlich gedacht, dass halt die Aussteller ein Dankeschön kriegen. Ist nur ein Schaulauf und ich habe auch mit Manfred gesprochen, es ist ihm wichtig, dass man den Kindern zeigt, dass wir Menschen sind unter der Maske und dass wir nichts Böses tun. Das ist die wichtigste Botschaft. Wir vertreiben nur im Winter. Manchmal ist es eine blöde Phase, wenn nicht jeder Zeit hat. Es gibt viele, die müssen arbeiten gehen und dann können es nicht bei jedem Lauf. Aber wir haben heuer ein bisschen improvisiert. Also das heißt, befreundete Gruppen haben ausgeholfen. Wir haben immer geschaut, wenn wir zu wenig Leute haben. Wir haben jetzt momentan immer wen gefunden, der uns ausgeholfen hat. Man hilft sich gegenseitig aus, wenn wer eine Leute braucht, der andere Gruppen was zu wenig hat, so wie wir heute. Wir springen ja quasi auch ein, dass wir mehr Leute zusammenbringen. Und es ist ja, glaube ich, wie in jedem Verein die Gemeinschaft zählt und der Zusammenhalt. Und der Ursprung ist eigentlich die Gemeinschaft. Ja? Die Gemeinschaft, dass Jugendliche sich treffen mit den gleichen Interessen. Meine Gesellschaftsaktivität ist tatsächlich die Perchtengruppe, eigentlich. Also du gibst schon viel Freizeit auf, aber es ist halt die Freizeit ist auch wieder da, aber es ist schon witzig, das da und so. Also und in der Freundesgruppe, wir waren, glaube ich, seit Anfang November jedes Wochenende mindestens bei 1 bis 2 Live am Wochenende und waren halt dann als Zuschauer dabei. Die müssen jetzt eine Ölspur müssen sie jetzt mit Sound machen, damit die Autos wieder fahren können. Habt ihr Angst? Ja, ich bin selber noch. Ja, ich passe. Ja, aber dann würde ich es auch Ich habe für den kleinen Lauf heute einen Nikolaus organisiert und der ist leider ausgefallen, aber wir hatten das große Glück, dass wir dann einen schwarzen Engel hatten und der hat dann die Geschenke ausgeteilt als Überraschung und das hat ganz gut geklappt und hat auch meiner Meinung nach zum Teufel wirklich gut gepasst, der schwarze Engel. Ich bin da gern das Waldmanderl
Und das ist die gute Variante. Ich bin eher da, dass für die Kinder, dass einfach die Kinder keine Angst haben. Also ich bin eher so ein bisschen ein guter Beschützer. Es gibt noch viele Erwachsene, vor allem junge Frauen, die noch ein Trauma haben vom Krampus. Ich finde es schön dann, wenn man mit den Kindern agieren kann, wenn die angstfrei auf den Krampus zugehen. Aber es ist auch zu Unfällen gekommen, dass einfach diese Krampusse mit den Ruten Mädchen geschlagen haben oder teilweise es ist auch passiert, dass schwere Unfälle, Unfruchtbarkeit zum Beispiel, weil einfach das nicht geregelt war. Und heutzutage müssen alle Krampus gemeldet sein und haben meistens eine Nummer, um einfach nicht den Menschen weh zu tun. Deswegen ist eigentlich mir persönlich wichtig, dass meine Gruppe kinderfreundlich ist. Also dass die angstfrei aufwachsen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin 365 Tage im Jahr mit dem Verein beschäftigt. Also irgendwie denke ich immer. Also das heißt, ich probiere das ganze Jahr irgendwas zu erledigen. Wir wollen versuchen, die ganze Gruppe auch unterm Jahr zusammenzuhalten. Also nicht jetzt nur zu den Läufen, sondern wirklich versuchen, die Leute zum Grillen einzuladen. Oder wir haben im Keller bei Martin eine kleine Disco eingerichtet, ein kleines Vereinsheim. Und das versuchen wir halt unseren Mitgliedern zur Verfügung zu stellen. Du bist auf jeden Fall hübscher als vorher. Krampus ist eigentlich nicht mehr wegzudenken in Österreich. Gehört einfach auch in der Zeit. Das ist einfach, ohne dem geht es auch nicht mehr. Das muss man sagen, die Leute warten schon extrem drauf. Und auch die Kinder, muss ich sagen, sie haben gar keine Angst mehr von dem Ganzen, weil wir es wirklich alle Jahre haben. Es passt einfach, es gehört zu uns. Aber es gibt keine bestimmte Altersgruppen. Bei den ganzen Berchtenläufen gibt es am Anfang meistens auch Kindergruppen, wo die ganzen Kleinen laufen. Da laufen wir 5-, 6-Jährige mit, die so groß sind, die dann einfach nur durchlaufen. Und bis zum 70-jährigen Pensionisten ist auch alles dabei. Aber die was halt jedes Wochenende irgendwo hinfahren und Gas geben, sind halt meistens so Mitte 20, Anfang 20-Jährigen, würde ich mal behaupten. Ja, es ist normal, wenn du in Bergnähe oder überhaupt in einer kleineren Stadt wohnst. Es ist vollkommen normal. Es wird einem erst bewusst, wenn man es nicht mehr hat. Ich habe mal 2 Jahre in Wien gelebt und da habe ich das erste Mal bemerkt, dass ich das vermissen werde. Obwohl ich eigentlich ein großer Wien-Fan bin, trotzdem lebe ich lieber hier als in Wien.